Sie streiken immer noch, die rund 60 georgischen und usbekischen Lkw-Fahrer, denn noch sind sie nicht am Ziel. Allerdings gibt es für die Fahrer keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen, wie diese Tulpen. Erste Erfolge gibt es nämlich durchaus. Der Stand der Dinge ist, dass ungefähr 197.000 Euro schon bezahlt ist an die Fahrer. Und dass noch, was hier steht, 97.585 Euro offen ist zu bezahlen. Und die Fahrer haben das genannt eine zweite Runde Verhandlungen. Und da sind wir jetzt gerade mit angefangen. Die polnische Mazur-Gruppe, für die die Lkw-Fahrer unterwegs waren, muss also noch rund 100.000 Euro überweisen. Dass der Unternehmenschef Lukas Mazur überhaupt damit begonnen hat, Geld an seine Fahrer zu zahlen, das liegt wohl an der Unerschrockenheit der Trucker und an Mazurs gescheitertem Versuch, sich mit Hilfe einer Schlägertruppe die Lkw zurückzuholen. Das waren Bilder, wie man sie auf Deutschlands Autobahnen bisher noch nicht gesehen hat. Ja, also Wild West hier bei uns in Weiderstadt, das geht überhaupt nicht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir den Streik zu einer Demonstration schon sehr früh umfunktioniert haben. Dadurch war es genehmigt. Und wie alle Demonstrationen stehen die in Deutschland unter dem Schutz der Polizei, die natürlich auch vor Ort war, als diese Schlägertrupps dann auch hier waren. Das heißt, wir schützen die Menschen, die hier auch um ihr eigenes Recht kämpfen. Mit Gewalt ist den Streikenden also nicht beizukommen. Aber es scheint so, dass der polnische Spediteur es jetzt mit einer Hinhaltestrategie versucht. Zwar hat er allen Fahrern schon Geld überwiesen, aber offenbar noch nicht alles. Dieser Fahrer berichtet, dass der Speditionschef lüge, es seien noch keine vollständigen Zahlungen an alle Fahrer überwiesen worden. Dazu komme, dass hier irgendwelche versicherungstechnischen Dinge verrechnet würden, die ebenfalls nicht stimmten. Und deshalb blieben die Lkw-Fahrer noch hier und würden warten auf weitere Zahlungen. Deshalb will der niederländische Gewerkschafter Edwin Athema die Fahrer bei ihren Verhandlungen weiter unterstützen. Aber wie geht man bei so einer verwickelten Lage überhaupt vor? Schließlich ist Herr Mazur offenbar ein recht schwieriger Verhandlungspartner. Das geht über ein paar kurze E-Mails, über Prozess. Es ist nicht, normalerweise sollen solche Verhandlungen stattfinden. Wir haben einen Tisch, es sind ein paar Leute an einem Tisch, die machen Ärger, machen nochmal Ärger, machen nochmal Ärger und da kommt eine Lösung. Aber hier gibt es nicht, weil wir haben das 4 Wochen vor ihm probiert und da hat die Firma Dinge versprochen und ein paar Stunden später schon verbrochen. So dann kann man nicht wie seriöse Verhandlungen sprechen auf rund Sachen zu lösen. So jetzt geht das gar atypisch mit kurzen E-Mails, um das Prozess ranzukriegen und das handelt sich jetzt noch um diesen Betrag. Der Fahrer berichtet, dass er auf keinen Fall bei der Spedition weiterarbeiten werde, da sei kein Vertrauen mehr. Sie wollen gerne für ein anderes europäisches Unternehmen arbeiten. Die Fahrer wollen auf keinen Fall klein beigeben und sie wollen sich nichts mehr vormachen lassen. Geduld ist also notwendig und weitere Unterstützung, die bisher reichlich eingetroffen ist. Täglich bringen andere Lkw-Fahrer und Anwohner Lebensmittel oder Zigaretten vorbei, um ihre Solidarität zu zeigen. Die Weiderstädter sorgen sich um die Menschen hier, die ja seit vielen Wochen nicht zu Hause waren, keine Familien haben und sehen einfach zu, dass sie Lebensmittel und das Nötigste hier auch vor Ort vorbeibringen können, einfach auch so ein bisschen Trost zu spenden und Solidarität vor allen Dingen zu zeigen, also überhaupt gar keine Beschwerden. Unsere Sorgen gingen ja mehr um die Truckerfahrer, die auch sonst ihre Ruhefristen einhalten müssen, dass wir hier genügend Stellplätze haben, noch für die, und das funktioniert, es sind ausreichend Stellplätze auch noch für die Vorbeifahrenden, noch sind doch hier. Trotz der großen Unterstützung und dem Medienecho müssen die Fahrer weiter kämpfen. Denn noch haben sie nicht das ganze, ihrer Meinung nach ihnen zustehende Geld erhalten. Für Edwin Athema geht es zwar bei diesem Kampf ganz konkret um das Geld der Fahrer, aber der Fall weise deutlich darüber hinaus. Das geht hier nicht nur um Lösungen von 60 Fahrern, das geht hier um Industrielösungen. Weil jeder Fahrer sieht das. En was diese 60 Fahrer hier machen, haben 150.000 niederländische Fahrer oder 500.000 deutsche Fahrer in 50 Jahren noch nicht geschafft. Dass da wirklich der Fokus ist und was ist los in dieser Industrie. Weil die Industrie ist immer noch super. Das Beruf, Lkw-Fahrer, ich habe es 10 Jahre gemacht, ist immer noch super.
Mittlerweile haben die Fahrer ihren Druck auf die Masur-Gruppe weiter erhöht. Sie wollen notfalls auch einen Hungerstreik beginnen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Hoffentlich wird das nicht notwendig sein und Herr Masur zahlt endlich den streikenden Fahrern die vereinbarten Geldbeträge.